Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Science University Veranstaltung heute. Schön, dass Sie alle noch da seid. Ladies and gentlemen, welcome you to the Science University to today's presentation. Okay, ja, heute ist unser Thema. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz noch über die Science University sprechen, bevor wir zu unserem heutigen Thema und zum heutigen Referent kommen. Before we start, I would like to give you like a small idea about the Science University. What does it stand for? What is it? Yeah. Genau. Die Science University ist eine interkulturelle, internationale Austauschplattform für Akademiker, die noch nicht das Recht haben, in Deutschland zu arbeiten. It's a platform for the intercultural academics who would like to share their knowledge and exchange ideas and through presentations and discussions. Genau. Wir möchten uns damit sozusagen, möchten wir den Leuten Stimme geben und uns gegenseitig empowern. We would like to it's like an idea to give voice for people who cannot like have like outside like a chance to say what they want and also to reflect their ideas and what they would like to discuss. Genau, deswegen sind wir die Science University, also um dieses stillgelegte Wissen einfach weiterzugeben und miteinander zu teilen. That's why it's called the Silent University. So it's like a chance to make this like knowledge, and it's like somewhere to be like more like given away to be like to be heard. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir mehrsprachig machen, dass wir unsere Veranstaltung mehrsprachig machen und übersetzen, damit sozusagen auch die Teilhabe für alle ermöglicht wird. It's very important for us that the presentations are in many languages, and that will allow like all kinds of people like from different languages to attend also and participate in our presentations and Genau, da kommen wir auch fast schon zum Thema heute. Noch bevor es losgeht, möchte ich sagen, wir nehmen unsere Veranstaltung immer auf und wer damit ein Problem hat, auf Fotos oder Videos zu sein, der möge uns bitte ansprechen. It's like the last thing that we are recording this presentation. We just want to let you know that if somebody had like something against that or doesn't want to be like videotaped, so you can tell us. Genau, heute zu unserem heutigen Thema. Es geht um Mehrsprachigkeit. Das ist sozusagen der zweite Teil unserer Vorlesungsreihe über Mehrsprachigkeit. Wir hatten beim letzten Mal zwei Vorträge, einen von mir über Mehrsprachigkeit und Übersetzung als kulturelle Praxis und von meiner Kollegin Bridget Honkoy. Es ging um Translanguaging und Code-Switching. Today's presentation is about the multilingualism, different languages as cultural richness. And last week we had like also like almost the same tema. It's like was also about multilingualism that was held by Niklas, yeah, and Bridget. and also Bridget. Ist heute nicht da. Genau, heute ist der zweite Teil davon. Wir haben heute Ezmarai, der wird uns über Mehrsprachigkeit bis kultureller Reichtum einen Vortrag halten. So today Mr. Ezmarai is going to talk about the presentation that you're seeing. Mehrsprachigkeit, it's like a cultural richness. Genau, und dann kommt auch gerade der zweite Referent, ist heute zum Glück jetzt eingetroffen. Fallak, dem geht es auch über Mehrsprachigkeit, der wird dann nach Ezmarai auch seinen Vortrag halten. And the second part is going to be held by Mr. Fallak. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann würde ich gerne Ezmarai bitten, vorne zu kommen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend Vortrag über Mehrsprachigkeit ist kultureller Reichtum. Ladies and gentlemen, welcome to our presentation. Multilingualism is cultural wealth. Was ist Mehrsprachigkeit? Also wenn jemand oder man mehr als zwei Sprachen sprechen kann oder verstehen kann, dann heißt das Mehrsprachigkeit. What is multilingualism? So to say, when somebody is able to speak more than one, so to say two or more languages, then we talk about multilingualism. Ja, man hat die Fähigkeit, also mehrere Sprachen zu kommunizieren und zu verstehen. Und
das heißt auch Multilingualismus. So you have the ability to communicate in two or more languages, and therefore it's called multilingualism. Mehrsprachigkeit hat verschiedene Arten und Formen. Ich möchte darauf hingehen. Multilingualism has different kinds of, and that's what I want to talk about right now. Zum Beispiel simultaner Erwerb, das wird zum Beispielsweise durch Kindheit oder in Kindheit mehr Sprache erlernt werden und gleichzeitig auch. So first of all, we have acquisition simultaneously. So that means, for example, children who have the ability to learn languages in the same time, and yeah, more than one language at the same time. Oder verschiedene Sprachen zu unterschiedlichen Zeiten, also kann gelernt werden. Different languages can be acquired in different times, in different period of times. Oder kann eine Sprache durch formalen Unterricht erlernt werden. Or one language can be acquired by a normal lesson, language lesson. Oder kann man auch eine Sprache gezielt, also mittels Unterricht erlernen. Or you can learn one language targeted in a special lesson only for that language. Oder kann auch Sprachen also gleichweise auch erlernt werden. Or you can acquire other languages at the same time. Andere Art von Mehrsprachigkeit zu erwerben ist dann, wenn eine Sprache also eine Sprache andere Sprache dominiert. Or another way to acquire language is that when one language is dominated by the others. So one is learned first and then it comes to the other. Es gibt mehrere Ursachen also für Mehrsprachigkeit. Meist von denen sind politische und historische. There are several reasons for multilingualism. Mostly there are political or cultural reasons for that. Die sind wie Kolonialisierung, For example, colonialism, ja, Migration, migration, politische Vereinheitlichung von Stadtgebieten, political. So when two states come together and will be united in a political way, oder Globalisierung, das heute sehr bekannt ist. or globalization, we are confronted every day. Also wie viele Sprachen insgesamt auf der Welt gibt, ist nicht ganz bekannt. It's not very sure how many languages there are in the world, Aber geschätzt zwischen 6.000 und 7.000 Sprachen gibt es auf der Welt. but it's estimated that there are more than 6,000 to 7,000 languages in the world. In dieser Tabelle können Sie sehen, also wie die Verhältnis von Sprachen und Bevölkerung in verschiedenen Kontinenten ist. So on this chart you can see the link between the languages and the continents, how many languages exist on certain continents. Beispielsweise Asien und Afrika mit über 2000 verschiedenen Sprachen, also besitzen jeweils 33 und 30% aller Sprachen der Welt. So you can see, for example, Asia and Africa, with more than 2,000 languages on each continent, they dominate the abundance of languages. Oder wir können auch Europa sehen, das mit 225 Sprachen 3% aller Sprachen besitzt. Or you can see, for example, in Europe, with more than 200 languages, it contains more than 3% of all languages in the world. Mehrsprachigkeit hat verschiedene und mehrere Vorteile und auch andererseits Nachteile. Multilingualism has several advantages, but of course disadvantages as well. Ich möchte hier auf einige Vorteile eingehen. Here I want to concentrate on certain advantages. Zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit ist ein Beispiel von den Vorteilen in Mehrsprachigkeit. For example, the ability to communicate in different languages is an advantage of multilingualism. Wenn Menschen unterschiedliche Muttersprachen haben und aus verschiedenen Ländern kommen, können sich verständigen und kommunizieren. When people come together from different countries and have different mother tongues, they can communicate with each other and find a way to communicate. Und weil diese Kommunikation also zwischen Minderheiten und Mehrheiten ermöglicht wird. Because communication between minorities and majorities is possible to communicate between them. Kann ein gemeinsames Miteinander ermöglicht werden. And that's why a common
being can be, yeah, is acceptable, it can be done. Auf diese Weise also werden zum Beispiel Minderheiten also in die Gesellschaft gut integriert und auch also an der Gesellschaft Partizipation ermöglicht. Also. And with this, minorities can be integrated into the society and can be communicated with the rest of the society. Oder kann die Sprache als Sprachressourcen genutzt werden? Also languages can be used as a resource. Zum Beispiel, wenn man eine Sprache kann eine andere Sprache, zweite oder mehrere Sprachen einfacher lernen und das erleichtert die Erwerb einer Sprache. And if you know your mother tongue and you know another language very well, it is easier to acquire further languages. Anderer Vorteil ist sprachpragmatischer Aspekt. Another advantage is pragmatics in language. Ja. Dieser Aspekt also bringt im schulischen und auch im beruflichen Feld also viele Vorteile. This aspect also brings a lot of advantages in your daily life, but also in your educational life as well. Die Sprache ist nicht nur kommunizieren. Language is not just only communicating. Sprache zeigt auch Identität und bedeutet Zugehörigkeit zur Familie und Kultur. And language is of course identity and belonging to a certain family or to a certain culture. Wenn man mit einer Sprache spricht und die anderen Menschen gleiche Sprache sprechen oder verstehen, dann hat man ein Zugehörigkeitsgefühl mit den Menschen, die Sprache auch sprechen. When you talk a certain language and others talk as well the same language, then you have a kind of belonging, you have a sense of belonging to each other. And it facilitates the communication. Und kann man also Gefühle zum Beispiel besser ausdrücken. And of course you can express your feelings more easily. Ich möchte hier zwei oder ein paar Beispiele erläutern, die auf Dari oder Persisch und Deutsch also gehen. Now I want to enter into two examples which belong to Dari and Farsi. Als beispielsweise in Afghanistan, wie geht's dir? Dieser Satz, wenn man sagt Hallo oder wie geht's dir, eigentlich man beabsichtigt nicht, wie es ihm oder ihr oder jemand wirklich geht. For example, in Afghanistan, when you ask somebody how are you, it's just a question, but you really don't want to know how he's feeling. Ja, wenn wir sagen Hallo, wie geht's, dann sollte gegenüber nicht ehrlich beantworten, wie es dir wirklich geht. And when you ask somebody how are you, the opposite person should not really answer in his state of mind or his state of his mood. Ja. Obwohl ihm oder ihr schlecht geht oder nicht gut geht, dann sollte er sagen, alles super gut, mir geht es super, mir geht es gut. Although whether his mood is good or fine or not in good mood, he should just say, yeah, I'm fine, everything is okay. Ja, aber auf Deutschsprache, also wenn man so eine Frage stellt, sind die Leute ehrlich und beantworten ehrlich die Frage. But in Germany, of course, when you ask somebody, you get an answer which is honest and. Oder ein anderes Beispiel auf Persisch oder Dari sagt man, ich esse deine Leber oder ich bin dein Opfer. Also das klingt böse oder die Sätze klingen gewaltig. In Afghanistan, you also say, I'm eating your liver or I'm your victim. Sacrifice, and it sounds very harsh in a way. Aber tatsächlich, also die Sätze sind sehr schönste und romantische Sätze, die Mann und Frau zusammen also nutzen können. But in reality, these sentences are very kind of romantic, very lovely to say each other between men and women. Es bedeutet fast auf Deutsch, ich habe dich gern zum Essen. Yeah, in German we would say, ich habe dich zum Fressen. So it's a very polite way to communicate with each other. Ja, und jetzt möchte ich auf Zusammenfassung kommen und kurz eine Zusammenfassung. Now we'll go give you a short summary of what I've said so far. Ja. Entschuldigung.
Die Sprache ist verknüpft mit bestimmten Kulturen und Lebensweisen eigentlich. Language is connected with certain cultures and way of living. Sprachforscher oder Forscher haben herausgefunden, dass Grammatik auf eine Sprache oder Struktur einer Sprache also hat einen Einfluss auf wie die Dinge, die Leute oder die Menschen wahrnehmen. Researchers have discovered that the grammar of a certain language influence also the way you're thinking and the way you perceive certain things. Und Sprachforscher also sind sich einig, dass die Sprache ständig sich weiterentwickelt und auch ändert. And scientists agree that language is an aesthetic process of developing and changing. Manche Leute finden die Fremdworte aus einer Sprache in einer Sprache bedrohlich. Others think that foreign words from other languages in their own language see them as a threat for their own language. Aber Forscher glauben und erweisen, dass das kein Problem ist und es gibt keinen Grund zur Sorge. But researchers found out that this is not a problem and there is no need to worry about the fact. Mehrsprachigkeit also ermöglicht, dass man mehr Kulturen oder fremde Kulturen besser kennenlernen und verstehen und intensiv erleben. Multilingualism enables to understand other languages and other culture much easier, much better. Dadurch kann zum Beispiel langfristige Freundschaften und Bekanntschaften möglich werden. And therefore, friendships and belongings to each other can be intensified and can be developed as well. Mehrsprachigkeit hat die Zukunft. Multilingualism is the future. Und die Zukunft, also Geburt zur Mehrsprachigkeit und Mehrsprachigkeit wird immer mehr in einer Gesellschaft. And the future is multilingualism, and multilingualism will be part of our future society. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you for your attention. Soweit? Fragen zum Vortrag? Vielleicht nochmal, wenn man eine Frage zu einer bestimmten Folie hat. Ja. Nein? Erstmal nicht, vielleicht kommen wir später noch dazu. Okay, dann danke. Danke. Und dann mit der Fallak nach vorne bitten. Was ist so ein bisschen? From desktop or should I? Okay. So, first of all, when I was preparing these things, I was like really thinking how hardworking are other people who like Justin, Birgit, all of you guys, like who always with your work manage these things as well. Because this was for me as a first presentation, so I took the burden of this thing like as well, like, and I was really wondering, like, really these people are great, they will manage all that things. Also als ich gerade dabei war, sozusagen meine Präsentation vorzubereiten, habe ich eigentlich gemerkt, wie schwierig das ist und was für eine Arbeit dahinter steckt. Und Justin und Bridget, unsere Kollegen, machen. Und ja, ich trage jetzt die Last selber zum ersten Mal so einen Vortrag zu machen und wirklich gut ab. Yeah. So, well, like it's just looking at the presentation, but just a few words before, it's like, as the colleague before me, he already explained multilingual, what it is, what all these attributes attached to it. Wie mein Kollege gerade eben vorher erwähnt hat, Mehrsprachigkeit, ich möchte einfach mal kurz bevor ich anfange, darüber Mehrsprachigkeit hat er definiert, was ist die Mehrsprachigkeit und mit was es verbunden ist. So, my focus is mostly on what are the challenges, what we should looking at, what everyday hurdles are there.
Mein Fokus liegt darin, eher darin, was für Herausforderungen gibt es, was für Probleme bringt es mit sich und wie können wir das meistern am besten. So as part of agenda, I put like introduction. I will directly do it because most of you know me as well. I'm Fallak Sher, Fallak, easy. Living almost for 13 years in Germany, studied here, working since almost 9 years in energy sector. Ich will jetzt einfach nur mal kurz zu mir, zur Person. Die meisten kennen mich auch, aber ich bin Fallak Sher, ich bin seit 13 Jahren in Deutschland. Ich arbeite seit 9 Jahren, also ich habe hier studiert, seit 9 Jahren arbeite ich im Energiesektor. So. When I think about like 21st century and we think about how society should look like, if we focus on single language and it's a hardcore one language, it sounds me to be like kind of a stop-born system. Ja, wenn ich mich jetzt überlege, wir sind im 21. Jahrhundert und wir reden über Sprache als eine Sprache als einzigen Weg, dann denke ich mir, das ist sehr veraltet, das ist sehr Rückschritt. Dagegen über das Multilingual ist viel mehr diverse. Und ja, gegenüber ist eine Mehrsprachigkeit natürlich viel diverser. What single language brings is also blockage. Einsprachigkeit blockiert uns auch. Zum Beispiel, but for example, it's also sometimes when we all are having a wonderful minds. But if the minds are blocked because they can't express themselves in one language, how much loss is this to society? Ja, und manchmal sind wir sozusagen, wenn wir unsere einfachen Gedanken haben und wir sehen, dass wir uns nicht vollständig ausdrücken können wegen dieser einen Sprache, dann bringt das auch nichts. So, on the other side, if we enable people to talk in different languages or to let people express their feelings in different languages, we are enabling integration actually. Auf der anderen Seite, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, in anderen Sprachen sich in ihrer Sprache auszudrücken und ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, dann läuft das zur Integration, auf wahre Integration hinaus. In addition to that, it's also like sometimes if you just simply put people with one language, it's also a lot of obstruction in development as well. Und wenn man sozusagen die Leute dazu zwingt, eine Sprache nur zu benutzen, dann ist es wie eine Beschränkung für diese Person, für die Freiheit der Person. As compared to that one, in multilingual system, actually we are facilitating this process of change, where people can develop with one another. Und im Gegensatz dazu, wenn wir in Mehrsprachigkeit sehen und den Menschen sozusagen die Möglichkeit geben, sich in vielen Sprachen auszudrücken, dann vereinfachen wir die Teilhabe und das gemeinsame Entwickeln. So, as a facet, I would always take it as well that it's much more about skills rather than which kind of grammar or high grammar or low grammar one person speaks. Um sozusagen zusammenzufassen, es geht vielmehr darum, um die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen und nicht darum, gute Grammatik, hohe Grammatik, darum geht es nicht, sondern es geht um diese, And if we just look at this perspective to Mülheim, it's an almost very international city. If we come across this one, I think we have more than 100 different national or people belonging from 100 different countries. And if we just stop these people to take part in the city development or interculture, how much damage we are doing to the society. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf das Beispiel von Mülheim gehen, wir wissen, in Mülheim gibt es Menschen aus über 100 verschiedenen Nationen und wenn wir die sozusagen beschränken und ihnen nicht die Möglichkeit geben, sich frei auszudrücken, was für einen Schaden wir eigentlich der Stadt und uns selber zufügen. Whereas if we enable everybody to take part in whatever he has as skills, to contribute to the city or to our society, so we probably make a very wonderful society here or wonderful cross-cultural communities. Wohingegen wir sozusagen den Menschen ermöglichen würden, ihre ganzen Sprachen und Fähigkeiten zu benutzen und mit ihnen in unsere Gesellschaft mit einzubringen, würde das eine positive Entwicklung auf unsere Gesellschaft haben. So now, shifting to some practical examples. Jetzt möchte ich zu praktischen Beispielen kommen. So when I came to Germany, I came to a university. And the first thing was like,
I was having a kind of international course, but situation and surrounding around everything was in German. Als ich nach Deutschland kam, ich kam als Student und ich habe angefangen mit internationalen Kursen, aber ich habe gesehen, alles außen um mich rum war auf Deutsch. So I used to play hockey, but I couldn't know where should I go. I used to play squash, but I don't get any information where I need to join any club. Ich habe Hockey gespielt und ja, ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Ich habe Squash gespielt, aber ich wusste keinen Anlaufpunkt, ich habe keine Information darüber bekommen, wo ich überhaupt hingehen kann. And then additional to that, it was also, I used to be a good debater, but there was no possibility to debate in English or to express myself in English. Ich bin auch jemand, der gerne debattiert und Diskussionen hat, aber ich konnte nur auf Englisch mich austauschen und ich wusste auch nicht, wo ich sozusagen mich austauschen kann mit Leuten auf Englisch. So, I thought like it should be more, during that time as well, I was always thinking they should be more focused on the content. As in engineering, we always say, or we always talk about the language of engineering is mathematics. Und ich dachte mir damals schon, es geht doch viel mehr um den Inhalt. Und als bei den Ingenieuren sagen wir, ja, der Inhalt ist Mathematik, also die Grundlage ist das Werkzeug. I remember at that time there was a very nice phrase as I was part of a student Fachrat or student council for international students, and I was once talking with one of our professor, and I was having a focus on talking like a lot of international students are not understanding the subject, so why can't we have tutorials in English? Ich war damals im Studienkreis, war ich damals ein Sprecher für Studenten und ich hatte mich auch mit einem Professor unterhalten und da hatte ich auch gefragt, warum können wir nicht einfach Tutorien auf Englisch machen, damit die Leute besser verstehen. And a nice answer from that professor was, you guys are here to learn German as well. Und die tolle Antwort von meinem Professor war, ja, ey, ihr seid doch hier, um Deutsch zu lernen. And then my simple reply was to him, but for foremost, I'm here to learn engineering, then I can learn German. Aber in erster Linie bin ich hier, um Engineering zu lernen und dann kann ich Deutsch lernen. But I actually first I'm here to learn German, engineering. Language is for me a secondary product of it, not other way around. Also für mich ist es hier wichtig, Engineering zu lernen und dann ist der zweite Punkt, dann kann ich Deutsch lernen, aber nicht andersrum. So after my studies time, I realized how much wonderful talent we are wasting or we are not utilizing it completely. Und nach meiner Studienzeit habe ich einfach wirklich bemerkt, wie viele Talente wir verschwenden und ja, nicht nutzbar machen. So, as an example, we can all look around and we know when we are in universities, how much international students are involved in extra activities which are regarding scientific development. And as compared to other countries, we are having very low number of those kind of activities by international students in Germany. Und wenn wir im studentischen Umfeld uns sehen, so viele verschiedene Studenten, internationale Studenten es gibt und die sich in wissenschaftliche Arbeit engagieren, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann sieht man, wie rückschrittig wir eigentlich hier in Deutschland sind. But worth to mention that things are getting also better, so we cannot say that they are still as ad hoc as they used to be. Aber ich muss auch zugeben, dass es natürlich Sachen entwickeln sich und es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es vorher war. So, second examples for me was always looking at city administration. Das zweite Beispiel war für mich immer die städtische Verwaltung. If we look at this website of City Mulheim, so wenn wir uns die Website von der Stadt Mülheim anschauen, there are a lot of informations, es gibt viele Informationen, but not in any other language than German. aber in keiner anderen Sprache außer Deutsch. So just imagine there are so many people who probably don't understand written German. Wenn man sich überlegt, so viele Menschen verstehen überhaupt gar nicht geschriebenes Deutsch. So that means probably city is not willing to talk with them. So daraus lässt sich folgern, dass die Stadt nicht wirklich bereit ist, sich mit diesen Menschen zu unterhalten oder mit ihnen zu sprechen. So Fazit for me is always speaking to people can be communication, but
It's only became effective communication when people understand each other. Für mich sozusagen als Resümee zusammenzufassen ist, mit Leuten zu reden, das kann Kommunikation sein, aber nur effektive Kommunikation ist möglich, wenn die Leute sich auch verstehen. The other one example, a lot of people, like when they grow, and especially international people, they never find any good information regarding kindergarten and primary schools. Ein weiteres Beispiel, das ich gerne sagen möchte, ist, wenn internationale Menschen hier in Deutschland kriegen kaum Informationen über Kindergarten und Grundschule. So none of the websites of any of Grundschule or kindergarten is in English or in any other language. Keine Website von irgendwelchen Kindergärten oder Schulen ist auf Englisch. And I think this is a kind of discrimination or putting an inferiority complex for kids from the very beginning. Für mich ist das eine Art von Diskriminierung, aber auch eine Art Minderwertigkeit, also ein Minderwertigkeitskomplex wird den Kindern schon gleich von Anfang an auferlegt. Well, I have also seen in different kindergartens that children are told that your parents don't understand English and they need to bring somebody to translate, or don't understand German and they need to bring somebody to translate. Ich habe schon in anderen Kindergärten gesehen, dass Kindern gesagt wurde, ja, deine Eltern, die verstehen gar kein Deutsch, bring jemanden mit, der uns übersetzen kann. Because in kindergarten time, the child cannot do the service to translate for their parent themselves, which maybe is possible afterward in grammar school or later on. Und im Kindergartenalter können die Kinder noch gar nicht diesen Service oder diese Dienstleistung übernehmen, des Übersetzens, da sind sie noch gar nicht alt genug dafür, das vielleicht erst dann später. I always wonder, like, what does it cost city to provide these kind of informations regarding schooling and kindergarten in any other languages as well, as we are having very diverse population in city Mülheim. Ich frage mich immer, warum kann das die Stadt nicht bereitstellen, Übersetzungen oder Informationen auf Englisch für alle Menschen hier in Mülheim? Ich frage mich, was daran so schwierig ist. Worth to mention, like recently city, or actually basically the provisional government started a new project where they tell people in different languages what's the course of content is, which I find quite nice because all these courses I also know and I studied it, but if there would be any in German only, maybe I'm not able to explain my kids. In my case, maybe I know a bit more German than a lot of other people. So it's in that sense, there is always a gap that the parents cannot help their child better. Und es gibt ein Programm von der Provinz, also Regierung, dass man jetzt anfängt, den Inhalt sozusagen auch in verschiedenen Sprachen den Leuten mitzuteilen und dass den Eltern, genau, weil das heutzutage das Problem ist, dass es eine große Lücke zwischen den Eltern und den Kindern gibt, auch Informationslücke. Wie werden Informationen weitergetragen? Yeah, it's important for kids to learn German, but it's very important for parents to understand what kind of support they need to provide their kids in these important phases of life. Um mal zusammenfassend zu sagen, es ist natürlich sehr wichtig für Kinder Deutsch zu lernen, aber es ist auch sehr wichtig, dass die Eltern verstehen, wie sie ihre Kinder in dieser Art und Weise sie unterstützen können und wie sie die nötigen Informationen bekommen, damit Kinder in dieser Lebensphase das Beste haben. So the next example what I was thinking is also regarding health system or Gesundheitsamt. Ja, das nächste Beispiel, das ich mir überlegt habe, es geht auch in Richtung Gesundheitswesen, Gesundheitsamt. Honestly, when I came to Germany, and like in the beginning, we always wonder that the German health system is free of cost. It's wonderful. Als ich nach Deutschland kam, dachte ich mir immer, das deutsche Gesundheitswesen ist kostenlos, ist ja toll. But with the passage of time, you learn this is a kind of a puzzle, and where you always kind of like arguing with your American friends. Yeah, you have a wonderful system, or we have a wonderful system. Und im Laufe der Zeit merkt man, das ist ja wie ein Puzzle und man streitet mit amerikanischen Kollegen und denkt sich, ja, ihr habt ein tolles System, nein, ihr habt ein tolles System. And in the end, like both have a kind of systems with discrepancies, or it's a puzzle. Und am Ende stellt man fest, beide Systeme haben
große Diskrepanzen oder ja, es ist für beide Systeme eine Art Puzzle. Yeah. So I wonder why the people, when they come to Germany, or for example, like as a student, or the people who are searching for asylum, why they don't get that information how to get the best medical care in their different multiple languages so that they can understand that thing. Ich frage mich immer, Studenten, Asylsuchende, Menschen, die aus einem anderen Kontext hier nach Deutschland kommen, warum kann man denen nicht über die wichtigen Informationen, über richtige Behandlung und richtiges Eintritt ins Gesundheitssystem, warum kann man denen nicht sozusagen mehrsprachig geben? And in this age of digitalization as well, and in 21st century, a lot of people who are with the migrant families background, they still get this information regarding childcare, not from direct from the source, but they just get to know these things from their known people, or somebody from their own community tell them, okay, I went through that experience. Und heute im Zeitalter von Einzelversion und Digitalisierung, die meisten Menschen kriegen immer noch ihre Informationen von Mund-zu-Mund-Propaganda, Fragen, ja, erfahren das durch Menschen, die schon denselben Prozess durchgegangen sind. And putting not, the other topic is always like, when I talk about like women rights or women care or mother care, it's most of the women from migrant background or different other countries, they are normally, these are the ones who don't understand much about like the German language, or they are left behind regarding learning German language. Und wenn man jetzt einen anderen Kontext, im Kontext von Frauen oder Frauengesundheit, Muttergesundheit, wenn man in diesem Kontext auch sieht, Frauen sind da oft auch benachteiligt, weil für sie es auch schwer ist, Anschluss zu finden an dieses deutsche System. Like as for men or like for people, like yeah, as we work or like it's a different culture, so it's not any discrimination to the ladies sitting here, but it's like most of the ladies from migration background or the women who come to Germany after getting married, that mostly they don't work here, so that's why they don't have that good cultural bonds here, or they don't have this language bridges here. Ja, es geht ja auch nicht nur um Diskriminieren. Viele Frauen, die nach Deutschland kommen, die kommen erst nach ihrer Hochzeit und also im Rahmen ihrer Ehe kommen sie nach Deutschland und haben dann gar nicht arbeiten, dann erst da, also die kommen nicht gleich in die Arbeit und da kommen natürlich die kulturellen Schwierigkeiten, sprachlichen Schwierigkeiten kommen dann, verstärken sich dadurch natürlich. So I always wonder like what's wrong to provide these women or these ladies also information about health in different languages. Frage mich auch immer, warum ist es nicht möglich, Frauen, ja, diesen Frauen über Gesundheitswesen sie informieren in ihren Sprachen? As we all notice that most of the time they always need to have a man beside them under the context of language. Und was wir leider auch feststellen müssen, sie brauchen immer eher einen Mann dazu, um das sozusagen, diese sprachlichen Barrieren zu überbrücken. So, as last time, as Niklas mentioned, there are some constitutional rights. So I also think that providing basic health facility to all citizens is a constitutional and human responsibility, which shouldn't be hurdled by any objection or any kind of cost concerns. Wie ich auch schon, ich hatte bei meinem Vortrag letztens, hatte ich auch verfassungsmäßige Rechte in Anspruch, hatte ich gesagt, dass es die gibt. Aber zum Beispiel bei Gesundheitswesen sollten die Menschen mit Informationen versorgt werden, alle Menschen, und die Verantwortlichkeit für die Menschen sollte wahrgenommen werden und sollte nicht durch irgendwelche Ziele, irgendwelche Hindernisse, also nicht verhindert werden. So then comes my favorite topic always, is what we are asking in Germany, is that integration or conversion? Ja, was wir uns immer fragen in Deutschland ist Integration oder Assimilation. Was sollen wir machen? Well, like, it's when you, I was this week couple of times by a trade exhibition in Cologne. When you pass by airports, there's always airport here, airport main station, Flughafen, Bahnhof. Ich war die Woche in meiner Ausstellung, meiner Messe in Köln und habe ich mal gesehen, Airport, also wenn ich Zug fahre, Airport, Flughafen, Station,
And even in the airport, in the trade fair, you always find 4 different languages at least. Or you have a bundle of translators. Und bei der Messe, da findest du mindestens immer 4 Sprachen, werden immer gesprochen und sind immer verfügbar, oder man findet Leute, die übersetzen. But I always wonder why there we have all these facilities. But if you go to this office just across the street, there is no such facility. Are those foreigners different or these foreigners are different? Okay, also ja genau, bei den Messen findet man sozusagen alles immer mehrsprachig, aber wenn man hier zu einem Büro auf der anderen Straßenseite geht, dann findet man diese Mehrsprachigkeit überhaupt nicht mehr. Und dann frage ich mich natürlich, wer ist wichtiger, wer hat mehr Wert, diese Ausländer sozusagen oder diese Ausländer auf den Messen oder mit fremden Personen? Just remember, like, we come later to this topic of as a German passport holder or not, but most of the people who comes to the foreign office, they are not having German passports. So for them, there should be kind of facility available as well, that they can manage their problems in different languages. Wir kommen später noch auf dieses deutschen Pass oder nicht, aber die Menschen, die in die Ausländerbehörde gehen, die haben keinen deutschen Pass und eigentlich sollten die ja ihre Informationen oder ihre Probleme sollten sie in ihrer Sprache lösen können. I mean, nothing to mention here, but like, as a person, I follow capitalism, but I always find weird when in society, when it comes to society, where there is money involved, then this society is pretty multilingual. Also ich bin nicht gefeit vor dem Kapitalismus, aber mich wundert mich, wenn es um Geld geht auf einmal, dann wird die Gesellschaft sehr schnell mehrsprachig. Or at least the administration provides you everything in different languages. Oder zumindest die Verwaltung, die gibt dir dann sozusagen alle Informationen, du brauchst auch mehrsprachig. But whenever its service is concerned for its own citizens, then it's always a very nice word, nur Deutsch bitte. Aber wenn es um den Service für die eigenen Leute oder für die eigenen Bürger hier geht, dann heißt es auf einmal ja nur Deutsch bitte. It's my thesis is always like, if diversity is vital for the success for an organization, so do it's important for the success for our society as well. It's not that diversity in one character is wonderful and it works, and when it comes to the other context, then yeah, it creates problems or it creates divisions. That doesn't work. Okay, für mich ist es, also mein Credo ist immer sozusagen, die Diversität ist wichtig und vital sozusagen für eine Organisation oder für ein Business sozusagen oder für Erfolg einer bestimmten Organisation oder Gruppe, aber auf der anderen Seite kann dann Mehrsprachigkeit sozusagen schnell zu Problemen führen oder zu Hindernissen, aber das kann es nicht sein, meiner Meinung nach. Like, we have a kind of, in all organizations, all big businesses, at least in NRW, diversity day. But I don't know if we have in our organizations here or in the city areas where there should be also a diversity day, where we can anticipate the importance of diversity. Also in den meisten Organisationen hier in NRW oder Geschäft, also im Business, da gibt es mal einen Diversitätstag und der zeigt, wie gut die Diversität ist. Aber wenn es kommt zu städtischen und Verwaltungsangelegenheiten, dann wundere ich mich, warum es da keinen Diversitätstag oder wird nicht gefeiert wird, dass Diversität da ist. And at end of it, it's always a question that why, when we can utilize the full potential of our citizens, and why we just focus on some issues. Here I remember there was a quote by Jack Welch. He was considered as a manager of the century. As I said, I'm a follower of much more of capitalism or organizations. There was this one thing he said, like, once a worker from his factory told him this thing, why this company is using only my hands when they can also use my mind. So it same applies here. Why we are not using the full potential of our fellow citizens? Why just focusing on, text and go home? Jack Welch, der sagte einmal,
dass ihn sein Arbeiter ihm gesagt hat, ja, warum benutzt ihr nur sozusagen, warum wollt ihr nur meine Fähigkeiten, wie ich meine Hände benutze, warum wollt ihr nicht auch, was ich in meinem Kopf, also was ich, ja, meine Fähigkeiten, meine anderen Fähigkeiten, warum benutzt ihr sie nicht wie? Und ja, warum benutzen wir nicht das Potenzial aller unserer Mitbürger? Thank you for your patience. Any questions? Okay, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Thank you for translation. It's not easy, I know. Okay. Gut, dann Fragen soweit? I explained everything so wonderfully. Anmerkungen, Anmerkung, correction, experiences. Kritik, Erfahrungen. Vielleicht auch nochmal zu Ezmarais Vortrag. Also Ja, du bist natürlich auch eingeladen, dazu nochmal. Okay. Oh, then thank you. Dankeschön.